Cogvisensor schafft mehr Mobilität und mehr Sicherheit für unsere Bewohner ohne Einschränkung. Mein Name ist Ingrid Bauritsch-Leitinger. Ich bin die Pflegedienstleitung im Caritas Pflegewohnhaus Breding. (2019) wurde die Caritas Steiermark gefragt, ob es Einrichtungen gibt, die bei einem Projekt mitmachen wollen. Und da sind, ich glaube, 3 oder 4 Häuser gefragt worden und unter anderem haben auch wir uns entschieden, bei diesem Projekt mitzumachen. Die Zukunftsvision für uns war, dass es eine Erleichterung für die Bewohner ist, dass sie mehr Mobilität haben mit einer gewissen Sicherheit und dass es für unsere Mitarbeiter leichter wird in der Arbeit. Ein Ziel war, dass es einfacher wird in der Handhabung, im Gegensatz zu anderen Produkten, die wir schon gekannt haben. Es hat sehr gut funktioniert. Also die Mitarbeiter von der Firma Cogvis sind ja von Wien angereist, haben uns das System anfangs in den Probezimmern eingebaut. Zuerst wurde das System ja richtig montiert. Die Mitarbeiter haben sich waren gut strukturiert, haben sich gut ausgekannt mit dem System und haben uns das gut erklären können. Waren auch immer wieder bereit, also wir haben jederzeit anrufen können, jederzeit fragen können. Und haben auch unsere Mitarbeiter vor Ort gut eingeschult, was ja total wichtig ist, weil sonst das System nicht funktioniert, wenn die Mitarbeiter nicht von vornherein mit dabei sind. Also bei den Bewohnern ist der Sensor sehr gut angekommen. Die haben Gott sei Dank keinen großen Unterschied gemerkt und auch, was mir total wichtig war, sie haben dadurch keine Einschränkung bemerkt und auch die Mitarbeiter waren von vornherein sehr motiviert, bei diesem System mitzumachen, bei dieser Einführung, und sie haben gleich gemerkt, dass es eine Erleichterung im Alltag gibt. Auch bei den Bewohnern hat man gemerkt, sie können mobiler werden, ohne irgendwelche Einschränkung und mit einer großen Sicherheit. Das war ja uns sehr wichtig, das ist ja auch das Ziel von diesem System. Es ist schon wichtig, anfangs eine gute Einschulung zu haben. Also die Mitarbeiter waren ja großartig, die haben die Geräte montiert in den Zimmern anfangs beim Projekt und haben unsere Mitarbeiter sehr gut eingeschult. Da hat man auch gemerkt, dass es total gut ist, wenn man sehr viele Mitarbeiter hat, die im Stammpersonal sind, wo man keine hohe Fluktuation hat, weil man muss sich doch auseinandersetzen, auch im Gedanken mit diesem System. Anfangs war es dann eine Herausforderung mit dieser Fixmontage. Wir sind dann relativ schnell drauf gekommen, dass es sinnvoll wäre, dass das ein mobiles Gerät ist, was man von Zimmer zu Zimmer geben kann. Das wurde dann von Seiten der Cogvis-Firma relativ schnell weiterentwickelt und wir waren dann bei den ersten Häusern dabei, die dann diese mobile Stockingstation bekommen hat, und mit diesem mobilen Gerät ist es jetzt von der Handhabung wirklich sehr einfach, auch für uns bei der Montage, das auch ganz wichtig ist. Also es ist auf alle Fälle bemerkbar gewesen, dass diese häufige Observanz bei den Bewohnerzimmern relativ reduziert werden können. Man musste nicht mehr so oft durch die Gänge rennen und nachkontrollieren, ob es den Bewohnern gut geht oder ob sie wieder aufstehen. Das System hat ja auch 3 Bereiche. Es gibt das Aufrichten, das Aufsitzen und das Aufstehen, das man sehr gut auch im System einstellen kann. Und dadurch wurden diese Laufereien der Mitarbeiter sehr stark reduziert, was ein großes Plus ist.
Man hat relativ schnell gesehen dann, wie das System gut gelaufen ist. Also natürlich braucht man ein bisschen Zeit, bis sich die Mitarbeiter daran gewöhnen, bis wir uns mit dieser Umstellung anfreunden. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Aber man hat relativ schnell gesehen, dass die Bewohner sicher in der Mobilität sein können, ohne Einschränkung. Das war ja uns total wichtig, ohne eine Einschränkung. Und dass auch die Mitarbeiter sich verlassen können drauf auf das System. Das ist ja total wichtig und das war eigentlich von vornherein großartig.